Nachdem wir uns in den letzten Anno News ausgiebig mit dem neuen Religionsfeature und dem dazugehörigen Glauben beschäftigt haben, wer es noch nicht gesehen hat, Link oben im i, schauen wir uns heute in den Anno News das ebenfalls neue Forschungssystem samt Forschungsbaum und dem dazugehörigen Attribut Wissen genauer an. Von daher, ab in die Pax Romana, ihr römischen Statthalter, heute gibt es viel zu lernen. You're a go-getter. You're a trendsetter. You're an entrepreneur. Die heutigen Anno News werden euch von Instant Gaming präsentiert, welche mit Rise of Industry 2 auch gleich die richtige und frisch erschienene Wirtschaftssimulation für 17,61 € zuzüglich Mehrwertsteuer im Angebot haben. In Rise of Industry 2 baut ihr in den USA der 80er Jahre ein Wirtschaftsunternehmen von Grund auf. Mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr dabei zusätzlich diesen Kanal. Um eure Aufgabe als waschechter römischer Statthalter auf bestmögliche Weise erledigen zu können, schaltet ihr in Anno 117 über den sogenannten Discovery Tree oder Forschungsbaum nach und nach neue Technologien frei, welche ihr euch durch das Anhäufen des Attributs Wissen aneignen könnt. Dazu aber gleich noch mehr. Der Forschungsbaum unterteilt sich mit Wirtschaft, Zivil und Militär in 3 Kategorien, die ihren Zweck eigentlich ganz gut selbst erklären. Ihr könnt hier also je nach Schwerpunkt eurer Wirtschaft oder noch besser, je nach eurem Spielstil in den für euch wichtigeren Forschungszweig investieren. Anders als in Anno 1800 schaltet ihr somit nicht nur neue Gebäude und Produktionsketten über den Stufenaufstieg eurer Bevölkerung frei, sondern ergänzt so euer Portfolio, so zum Beispiel um einen Reparaturkran am Hafen, wenn ihr den denn haben wollt. Ubisoft plant hier schon ganz offen für die Zukunft vor und möchte den Technologiebaum auch nach Release via Patch oder DLC kontinuierlich erweitern. Wie eingangs schon erwähnt, benötigt ihr für die Freischaltung neuer Technologien das Attribut Wissen, welches ihr, wie auch die anderen, über das Erfüllen von Bedürfnissen oder Gebäudebuffs nach und nach sammelt. Die erste Möglichkeit, dies im Spiel zu tun, ist der Bau des Grammaticus, also einer Art römischer Schule, welche das Bedürfnis eurer Plebejer nach Bildung deckt und alle Gebäude in Reichweite somit mit +3 Wissen versorgt. Somit gilt auch hier, umso mehr Gebäude sich im Umkreis befinden, umso mehr Wissen produziert ihr. Eine weitere Möglichkeit ist das Wirtschaftsgut Schreibtafeln, welches ebenfalls für +3 Wissen sorgt und von den EQs, also eurer Stufe 3 Bewohner, verlangt wird, die diese für ihren Haushalt benötigen. Hingegen stärkt ihr mit Wein den in den letzten News vorgestellten Glauben, mindert damit aber eure Bildungsbemühungen wieder um ein gutes Stück. Ja, der Alkohol, man kennt's. Jede freigeschaltete Technologie kostet eine bestimmte Menge Wissenspunkte und je mehr Punkte ihr generiert, desto schneller wird die Technologie entdeckt oder erforscht. Außerdem müsst ihr Technologien astbedingt in einer bestimmten Reihenfolge erforschen oder obendrauf an bestimmten Punkten auch diverse Bedingungen erfüllen, welche im Spiel Inspirationen genannt werden. Diese Inspirationen können die Errichtung einer Handelsroute, der Bau einer bestimmten Anzahl von Aquädukten oder das Erreichen eines bestimmten Stadtstatus sein. Natürlich könnt ihr aber auch, Anno Endlosspiel typisch, mit fortschreitender Spieldauer alle Äste freischalten. Vertechen geht also nicht, kostet aber unter Umständen dementsprechend mehr Zeit. Die Inspirationen sind auch provinzspezifisch. Heißt, wenn ihr zum Beispiel von Latium nach Albium expandiert, könnt ihr eine Entdeckung erforschen, die es euren Holzfällern ermöglicht, Bäume auf den weiten Wiesen zu pflanzen, anstatt sich rein auf Waldgebiete verlassen zu müssen. Weitere Freischaltmöglichkeiten sind gepflasterte Straßen, die nicht nur cooler aussehen, sondern auch euren Warentransport schneller vonstatten gehen lassen, was wiederum die Reichweite von Gebäuden erhöht. Anno-Spielern erzähle ich hier im Prinzip nichts Neues. Ihr könnt aber auch das sogenannte Blut von Terra freischalten. Das bedeutet, dass ihr überall auf eurer Insel, wenn auch stark reduziert, nach Eisenerz graben dürft, selbst dann, wenn die Insel über kein eigenes natürliches Vorkommen verfügt. Oder ihr setzt auf beschützendes Gefolge, also eine persönliche Wache, welche die Moral und Zähigkeit eurer Auxiala-Truppen steigert. Insgesamt soll es über 150 Forschungen geben, die sich auch in eine Warteschlange packen lassen, falls ihr überschüssiges Wissen angehäuft habt und nicht die ganze Zeit danach schauen möchtet. Erwähnenswert wäre hierzu noch, dass das ganze Thema Forschung rein optional ist. Wer es unbedingt will, kann den Forschungsbaum also auch komplett links liegen lassen
und kommt trotzdem irgendwann an sein Ziel. Dass das natürlich auch wenig Sinn macht, sollte aber auch klar sein. In diesem Sinne, wie gefällt euch der neue Forschungsbaum? Gerne mal in die Kommentare damit. Und ich gehe jetzt mal meine brandneue Nintendo Switch 2 auspacken. Ubisoft Port? Bis zum nächsten Mal. Eure Entscheidungen werden über euer Schicksal bestimmen. Ob prosperierende Metropole oder eine Stadt im Niedergang. Schmiedet euer Vermächtnis und werdet zu dem Statthalter, der ihr werden solltet. Beginnt eure Reise. Auf die Wishlist. Jetzt.